Was immer häufig Thema ist, ist Kochen. Ich denke, der Mann müsste erst den ersten Schritt machen. Warnsignal, so Kopftuch. Es muss streng genommen eine dritte Person dabei sein. Warum ist sie immer noch nicht verheiratet? Und dann denkt man sich so, okay, soll ich den Typen im Wohnzimmer finden? Oder hallo, ich bin Songül, ich bin Ärztin vom Beruf und lebe in Berlin. Hi, ich bin die Rumeisa, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin die Ipek, 21 Jahre alt, Webdesignerin. Mein Name ist Rabia, ich bin Grafikdesignerin und ich bin 30 Jahre alt. Ich heiße Kypra Nur, bin 23 Jahre alt und arbeite im Altersheim. Hi, ich bin Salia, ich bin 22 Jahre alt, ich bin seit einem Jahr verheiratet und heute beantworte ich eure Fragen zum Datingverhalten bei muslimischen Frauen. Also erstmal das Kennenlernen ist schwieriger, weil du siehst nicht jeden potenziell als Option. Ja, natürlich gestaltet sich das schwierig, da es ja in der Familie als verpönt gilt, ne, sich zu daten. Man hat mit vielen Vorurteilen auch zu kämpfen, aber ich denke, das ist nicht nur ein Hijabi-Problem, sondern auch ein Problem sozusagen von allen Frauen. Also es gibt immer irgendwelche Leute, die etwas annehmen und dann das auf dich projizieren und du musst immer widerlegen, nein, so bin ich aber nicht. Ganz häufig möchten Leute eine religiöse gebildete Frau, aber wollen, dass sie dann zu Hause ist und das widerspricht sich dann mit der Bildung. Ich habe nicht studiert, um zu Hause rumzusitzen und nichts zu tun. Ja, auf jeden Fall. Also von meiner Familie her auf jeden Fall war das damals so. Deshalb habe ich meine Beziehung auch geheim gehalten. Wenn man in einem nicht-muslimischen Land lebt, sich das insofern unterscheidet, als dass du halt nicht so viel Auswahl hast, sage ich jetzt mal, wenn du auch mit einem Muslim zusammen sein willst. Ja. Ja. Ich denke schon, dass Hijabis flirten, also über Blickkontakt, also sehr subtil, aber ich denke schon, dass sie das machen und manche bewusst, manche unbewusst. Vielleicht gehen sie nicht so offen damit um und geben es oder wissen selber gar nicht, dass sie in dem Moment flirten, aber man kann sie vielleicht dabei ertappen, wenn sie jemanden sympathisch finden. Ziemlich schwierig, weil man muss so ein bisschen inkognito bleiben, aber trotzdem irgendwie dann Signale senden und das ist, glaube ich, sehr schwierig. Ich bin auch jemand, der sehr, sehr neutral und sachlich bleibt, also ja, flirten kann ich nicht wirklich, deswegen bin ich Single, hi. Vorurteile vielleicht im Sinne von, dass wenn man ein Kopftuch trägt, dass man super, super heilig ist und super brav ist und super anständig. Was immer häufig Thema ist Kochen. Kannst du kochen? Was ich aber wiederum schade finde, ist, dass viele denken, dass Frauen mit Kopftuch eben sehr konservativ sind und gar nicht erst mit einem Mann sprechen würden. Aber jemand, der dann wirklich möchte oder jemanden kennenlernen möchte, würde die Frau dann entsprechend auch ansprechen und sich dann auch trauen. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, bei Hijabis ist es halt so, dass es sehr viele Ideen schon gibt im Voraus. Was ich aber dann häufiger merke, ist, dass die Leute eher den Anspruch haben, ich möchte jemanden, der zu Hause bleibt und den Haushalt schmeißt und quasi eine Angestellte ist. Ich finde es okay, sie zu benutzen. War bei mir auch so. Wir haben uns erst gesehen, dann übers Internet und dann haben wir uns wieder gesehen. Ich denke mal, gerade weil Muslime auch so, was sowas angeht, sehr schüchtern sind mit Ansprechen, sind Dating-Apps schon eine gute Alternative. Es geht, für mich würde es klar gehen. Ich halte jetzt nichts davon, dass ich da irgendwie auf jede DM, also jetzt wären wir nicht verheiratet, sorry Schatz, dass ich da auf alles antworten würde. Das wäre sowieso nicht meine Art gewesen. Heutzutage vor allem so leichter kommunizieren kann. Weil Face-to-Face kommunizieren fallen sehr vielen Menschen viel schwieriger. Ja, das war zum Teil bei meinem Mann der Fall. Also ich würde niemanden in der U-Bahn ansprechen oder sowas. Also das ist mir total unangenehm, würde ich mich nicht trauen. Aber wenn man sich gut kennt und so Stichwort gemeinsame Hobbys oder über einen Verein oder sonst was, dann würde es mich zwar sehr große Überwindung kosten, weil man halt immer Angst hat vor Ablehnung und dann heißt es, die hat den angesprochen und der hat Nein gesagt. Ne? Das ist immer so, wird immer so aufgebauscht, aber an sich denke ich, ist es auch in Ordnung, als Frau den ersten Schritt zu machen. Nein, hätte ich niemals gemacht. Ich denke, der Mann müsste erst den ersten Schritt machen. Ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube, ich würde mich sehr schwer tun oder ich würde mich vielleicht ein bisschen schämen oder schüchtern sein, zu sagen so, ey, ich finde, du siehst mega toll aus, kann ich deine Nummer haben oder so. Aber ansprechen muss ja nicht immer gleich sowas sein. Also einfach Hallo zu sagen oder irgendwas finde ich jetzt nicht schlimm. Also ich bin jetzt auch nicht die super schüchternste Person, von daher. Quasi so in der Öffentlichkeit vor ganz vielen Leuten finde ich das unangenehm. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, sich persönlich schon vorher gekannt hat und dann kommt er auf einen zu oder schreibt einen an, du, ich möchte dich gerne kennenlernen, wäre das in Ordnung für dich, dann finde ich das total legitim. Absolut. Ich finde es absolut in Ordnung, von Männern angesprochen zu werden. Nein. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, man muss da nicht so viel Angst vor haben. Ich weiß nicht, ob Männer große Angst davor haben. Ich kann mir vorstellen, dass man halt denkt, da ist voll die Erwartung, dass man jetzt was Besonderes sagt oder dass man jetzt direkt nach der Nummer fragt oder so. Aber einfach Hallo und irgendwas, keine Ahnung, es ist voll okay. Er hat mich angesprochen, es hat geklappt. Aber du warst eigentlich nicht offen dafür. Zuerst war ich nicht offen dafür, ja. Im Allgemeinen finde ich es eigentlich total mutig, wenn Männer sich trauen, Frauen anzusprechen, an denen sie Interesse haben und das in einer anständigen Art und Weise machen, nicht mit Hey Süße. Bist du eine Jungfrau? Ob eine Jungfrau ist oder so, ist halt absolut nicht in Ordnung. Die typische Frage, ob man schon mal in einer Beziehung war und was man gemacht hat. Das überschreitet einfach so eine Grenze von persönlichem Space, die auch in dem Moment nicht relevant ist. Ich meine, Männer werden auch nicht gefragt, erstens, ob sie Jungfrau sind oder nicht. Auch eine, finde ich, total unrelevante Frage, weil ob ich Jungfrau bin oder nicht, macht mich ja nicht zu dem, was ich bin. Dieses kannst du kochen? Weil was ist, wenn ich Nein sage? Verhungern wir beide? Wie lang sind deine Haare? Oder wie sehen deine Haare aus? Schick mal Fotos. Es gibt auch so Aussagen wie, ich finde es in Ordnung, wenn die Frau arbeitet. Das hört sich an wie so, ja, ist in Ordnung, wenn du halt deine Dienste schiebst, aber dann musst du auch den Rest des Haushalts alleine schaffen. No-Go-Fragen gibt es eigentlich für mich nicht, weil ich sehr offen bin. Und was auch Fragen angeht, frag lieber, als du irgendwie falsche Vorstellungen hast. Ja, bin ich. Mein Mann war kein Moslem, als ich ihn kennengelernt habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin halt so ein bisschen voreingenommen in die positive Richtung, weil meine Eltern sich kennengelernt haben, als mein Vater kein Moslem war. Ich finde das schwierig, weil für mich ist die Religion ziemlich wichtig. Und ich finde, es ist schwierig, mit jemandem eine Beziehung aufzubauen, wenn man diese grundlegenden Sachen oder Ansichten nicht teilt. Natürlich merke ich mittlerweile, dass es nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Weil für mich halt wichtig ist, dass er dann schon den Islam irgendwie für sich finden könnte. Wenn jemand von vornherein sagt, ich bin auf jeden Fall Atheist, kann mit Glauben in meinem Leben nichts anfangen, dann finde ich es von vornherein ja klar, dass man da irgendwie nicht zusammenkommt. Nein, überhaupt nicht. Für mich ist es besser, wenn ich nur einen Mann habe. Keine Bedenken, dass man sich auf einen Partner festlegt, weil in unserer Religion ist es nicht, bis dass der Tod uns scheidet, sondern Scheidung ist erlaubt. Das heißt, wenn man halt nicht klarkommt irgendwann, ist es auch in Ordnung, sich zu trennen. Ich glaube, diese Denke ist einfach bescheuert, weil man verpasst immer was. Wenn du Single bist, verpasst du, wie es ist, eine Beziehung zu haben. Wenn du eine Beziehung hast, verpasst du, wie es ist, Single zu sein. Ja, also ich führe gerade eine glückliche Ehe. Deshalb habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Liebe. Auf jeden Fall die Liebe. Mir ist die Liebe auf jeden Fall wichtiger. Mein Mann und ich kommen aus 2 verschiedenen Kulturen. Er ist halb Pakistaner, ich bin Türkin. Kultur hat für mich nie eine Rolle gespielt. Selbe Kultur ist nicht wichtig unbedingt. Ähnliche Kultur ist leichter. Araber, Türke, Deutsch, Muslim, da sollte man nicht rassistisch denken. Ja, also ich finde, ein Date macht man ja zu zweit eigentlich, ne? Es sollte eine dritte Person dabei sein. War das bei dir so? Nein. Wenn man sich in der Öffentlichkeit trifft, ist es in Ordnung, auch mal alleine zum Date zu gehen. Ich fände es aber auch in Ordnung, wenn einer von beiden jemanden mitnimmt. Es ist aber dann schwieriger, über Themen zu sprechen, wenn jemand natürlich dabei ist und alles mithört. Da muss es wirklich eine krasse Vertrauensperson sein, die auch einen sehr gut versteht und auf derselben Wellenlänge ist.
Ja, ich würde alleine zum Date gehen. Also an einem öffentlichen Ort, jetzt nicht zu ihm nach Hause gehen oder so, aber... Also ich würde auf jeden Fall den Menschen, zum Beispiel die Mädels, empfehlen, die beste Freundin mitzunehmen einfach. Weil die besten Freundinnen, die wissen dann immer, wie eigentlich die Freundin tickt und ob der Junge dann zu ihr steht oder nicht. Unter Muslimen ist es verpönt, sich zu daten und sich kennenzulernen. Und deshalb gestaltet sich das Kennenlernen meistens schwierig. Wenn man halt sowas sagt wie, ich finde, Frauen müssen, ... Also Männer müssen in der Regel relativ wenig, wahrscheinlich irgendwie Geld verdienen und da sein, oder? Also so von der gesellschaftlichen Erwartung. Dann versetzt du dich nicht in die Person hinein, dass das trotzdem ein Mensch ist und dass diese Sachen ja schön und gut sind, aber das ist ja trotzdem schwer vielleicht. Auch wenn die Frau kein Kopftuch trägt zum Beispiel, diese Erwartung ist einfach viel. Ich finde, dass es tabuisiert wird, immer so schwierig. Ne? Es ist irgendwie, und dann, aber trotzdem fragen sich, Gott, die ist jetzt schon fast 30, warum ist die immer noch nicht verheiratet? Und dann denkt man sich so, okay, soll ich den Typen im Wohnzimmer finden? Oder Ich glaube, das ist meistens erstmal so für die Männer so ein Warnsignal, so Kopftuch, aufpassen, vorsichtig sein. es kann sein, dass man quasi, wenn man in der Gruppe ist mit Freunden und man ist die mit dem Kopftuch, dann wird man so ausgeblendet, ne? Weil die mit dem, was wieder ein Vorurteil ist, weil die ohne Kopftuch sind ja lockerer und das ist halt unfair, auch den Mädchen gegenüber. Ich glaube, mein Hijab ist eine Hilfe beim Daten, weil es halt wie so ein Filter wirkt, was immer was war, was ich als positiv empfunden habe. Also die Leute sollen direkt wissen, woran sie sind. Und als ich nach Berlin kam vor 4 Jahren, hatte ich echt das Gefühl, man ist so mit einem Schlag unsichtbar. Ja, es kann ein Hindernis sein, aber auch eine Art Schutz, dass man für sich selbst weiß, wenn man einfach nicht so weit gehen möchte, dass man sich daran erinnert, dass, also was für Absicht man hat und dass man eben aufgrund dessen ja, vorsichtig vorgeht. Respekt ist das Wichtigste überhaupt. Dass man erstmal ehrlich ist. Also es nützt nichts, um den heißen Brei herumzureden. Wertschätzung dafür, wie schwer das ist, als muslimische Frau durch die Welt zu gehen. Also einfach direkt, freundlich, mit einem Lächeln und einfach sprich die Person einfach an, die dir gefällt. Aber was ich definitiv sagen kann, dass man nicht zu früh heiratet, dass man sich nicht zu schnell unter Druck setzt. Lass das Leben auf dich zukommen.